finde, das Thema Self-Care ist einfach so wichtig. Ist ein Geschenk von meinem Sohn. Guckt euch das mal an. Es ist doch jetzt so erstmal ganz niedlich, oder? Du kommst... Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video, zu einem Alltagsvlog heute mal wieder. Ich habe heute einige schöne Sachen geplant, deswegen dachte ich, ich nehme euch heute einfach mal dabei mit, lasse die Kamera ein bisschen laufen, vlogge das Ganze. Unter anderem habe ich hier hinter mir schon so ein paar Sachen aufgebaut, was ich machen möchte. Ich werde ein bisschen gärtnern heute. Ich werde mich ein bisschen Self-Care betreiben. Da möchte ich euch bei mitnehmen. Und wir waren die letzten 2 Wochen verreist im Urlaub. Ich stelle euch mal ab. Wir sind vor ein paar Tagen wieder nach Hause gekommen und es war wirklich sehr schön. Wir hatten 2 sehr, sehr schöne Wochen. Wir waren in Tunesien. Erst eine Woche auf Djerba, wo wir so ganz klassischen Hotelurlaub gemacht haben. Und dann waren wir noch mal eine Woche in Tunis und haben ja, Familie da besucht. Und es war sehr schön. Es hat unfassbar gut getan, rauszukommen von zu Hause. Das letzte Mal waren wir Herbst 2019 verreist. Also es ist wirklich schon eine ganze Weile her. Und deswegen tat es gut, rauszukommen. Mal wieder was anderes zu sehen, was anderes zu erleben und ja, viel Familie wieder zu sehen und einfach auch mal ja, ein bisschen in der Sonne liegen, auch wenn das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat, wie wir uns das gewünscht haben. Aber trotzdem war es einfach wunderschön. 2 sehr, sehr schöne Wochen. Ich habe auch so ein paar Sachen mit nach Hause gebracht. Da wollte ich euch nämlich auch so ein paar Sachen zeigen. Das heißt, viel geplant für heute und ich freue mich sehr auf den Tag. Unter anderem habe ich beispielsweise dieses schöne Oberteil in Tunesien gekauft. Ja, ich finde es sehr, sehr hübsch. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Vlog. Wie immer, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, weil ihr mich damit ganz, ganz doll unterstützt. Das ist einfach so wichtig. Und außerdem schreibt mir auch gerne was Liebes in die Kommentare. Ich freue mich nämlich immer sehr darüber, von euch zu hören. Und jetzt legen wir aber los. Und ich habe es eben schon gesagt, ich möchte heute auch so ein bisschen Self-Care betreiben. Heute ist Freitag und Freitag ist halt immer so der Tag, den ich mir so ein bisschen frei halte. Ich arbeite an den anderen Tagen immer so ein bisschen mehr, damit ich freitags halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen ruhiger, relaxter machen kann. Deswegen habe ich mir nämlich genau für heute sowas wie Gärtnern auf den Plan gesetzt und auch Self-Care. Ich habe es schon so oft in meinen Videos gesagt und betont, ich finde, das Thema Self-Care ist einfach so wichtig. Es passiert einfach so schnell, dass man in seinem Alltag einfach so in dieses, ja, in diesem Hamsterrad irgendwie feststeckt und da nicht so ganz rauskommt und manchmal auch einfach dann sich selber vergisst, sich selber da ein bisschen ja, Zeit für sich selber zu nehmen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich brauche das ganz doll. Ich habe mir nicht genug Zeit genommen für mich selber und habe dann angefangen, selbst ja, einfach Zeit fest einzuplanen, die ich mir für mich selber nehme. Und freitags ist unter anderem so ein Tag, wo ich das ganz gerne mache. Und heute steht nämlich, ja, Nägel bei mir auf dem Plan und ich freue mich sehr, dass ich für dieses Video mit Happy Glam zusammenarbeiten darf. Ich finde das so schön, wenn man gepflegte und schön lackierte Nägel hat. Aber bei mir war es im Alltag häufig so, dass der Nagellack super schnell gesplittert ist und ja, einfach nicht lang gehalten hat. Und ich muss sagen, ich bin halt auch ein absoluter Stiesel. Immer wenn ich mir die Nägel frisch lackiert hatte, ist es immer, also wirklich immer so, dass ich dann irgendwie da direkt Katsche reingemacht habe und es einfach nicht mehr schön aussah. Mit den LED-Lacken von Happy Glam ist das kein Thema mehr bei mir. Und ich freue mich sehr darüber, euch das Ganze heute ein bisschen vorstellen zu dürfen. Mit Happy Glam könnt ihr euch ganz einfach zu Hause ja, selbst eine professionelle Maniküre machen und ich bin wirklich total begeistert. Denn die Produkte von Happy Glam sind nicht nur vegan und cruelty-free, sondern sie sind auch absolut frei von toxischen Inhaltsstoffen. Die Produkte sind 19-free, so nennt sich das. Und es ist tatsächlich so, das wusste ich gar nicht, dass bei vielen traditionellen oder herkömmlichen Nagellacken auch wirklich Inhaltsstoffe drin sind, die toxisch sind. Und das ist bei den Produkten von Happy Glam nicht der Fall. Ihr bekommt dort sowohl herkömmliche Nagellacke, aber auch LED-Lacke. Und bei diesen Lacken ist es so, dass sie einfach eine sehr lange Haltbarkeit haben, mindestens 14 Tage. Und die Anwendung ist wirklich easy. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mehrere wunderschöne Farben hier und ich habe auch das Starter-Set hier von Happy Glam für die LED
LED-Lacke. Wenn ihr das Starter-Set kauft, da habt ihr wirklich alles drin, was ihr für eine richtige professionelle Maniküre braucht. Kernstück des Ganzen ist die LED-Lampe und was ich bei der auch wirklich erstaunlich finde und super finde, die ist total klein und handlich. Also die könnt ihr auch wirklich, ja, auf Reisen mitnehmen, beispielsweise in den Urlaub. Die ist natürlich mit dabei im Set. Mit dabei habt ihr auch einen Buffer und einen Nagelhautschieber. Und natürlich braucht ihr dafür einen Basecoat, der unter die Farbe kommt, und einen Topcoat, der logischerweise über die Farbe kommt. Und mit dabei habt ihr außerdem 50 mal diese Cleaning Pads, also da sind 50 Stück drin und 50 von diesen Soak-Offs, die braucht ihr zum Entfernen des Ganzen. Da gehe ich später auch noch mal kurz drauf ein. Mit den Cleaning Pads macht man sich die Nägel vorher ein bisschen sauber. Das heißt, die befreien die Nägel halt vom Fettfilm, sodass das Ganze auch noch mal besser hält. Und natürlich nicht zu vergessen, in dem Starter-Set ist eine Farbe mit dabei, die dürft ihr euch natürlich aussuchen. Ich habe 5 Farben hier zu Hause, alles so Klassiker, ein paar Erdtöne und aber auch natürlich so ein paar Rottöne. Also ich habe Up and Coming, das ist ein wunderschönes Bordeaux-Rot, habe ich auch zuletzt auf den Nägeln getragen. Ich blende euch mal ein, wie das Ganze auf den Nägeln aussieht. Dann habe ich Down to Earth, auch ja, so ein richtig schöner Nude-Ton. Superpower ist ein richtig schönes Rot. Cutie Pie ist ein Rosa und dann habe ich noch Life's a Peach, logischerweise ein Pfirsichton. Außerdem habe ich auch noch hier ein Nagelöl. Meine Nägel von Frei von Farbe, wir können direkt loslegen und im ersten Schritt logischerweise werden die Nägel gefeilt. Ich muss jetzt gar nicht so viel an der Form machen. Ich finde die eigentlich so ganz schön, die sind auch gar nicht jetzt irgendwie groß zu lang. Ich mache nur so ein bisschen so das Grobe. Nächster Schritt ist der Buffer. Damit raut man sich die Nageloberfläche so ein bisschen an, damit das Ganze halt ja, besser hält. Ich mache das alle paar Wochen, dass ich mir jetzt die Nägel schön mache. Und insgesamt brauche ich für die Maniküre mit Happy Glam jetzt so ja 30 bis 45 Minuten. Man muss halt schon sauber arbeiten, muss ich sagen, damit das Ganze halt dann auch wirklich ein schönes und langhaltendes Ergebnis ist vor allem. So, im nächsten Schritt nimmt man eins von den Cleaning Pads und macht sich die Nägel ein bisschen sauber damit. So sieht das Ganze aus. Einmal kurz darüber. Zweites Cleaning Pad brauchen wir noch am Schluss der Maniküre. So, aber so sind die Nägel jetzt erstmal fertig. Wir können loslegen und erster Schritt ist natürlich der Basecoat. Praktischerweise sind die Fläschchen auch alle beschriftet und, was ich auch noch gar nicht gesagt habe, alles aus Glas, kein Plastik hier. Von dem Basecoat trage ich ganz vorsichtig eine dünne Schicht auf. Ich achte wirklich darauf, dass ich nicht daneben male, dass ich wirklich nur am Nagel bleibe und dass ich oben auch die Kante mit versiegel. Das ist halt auch ganz wichtig. Als Farbe habe ich mich diesmal für Superpower entschieden. Es gibt sehr, sehr viele wunderschöne Farben. Ich muss sagen, mir fiel die Wahl auch wirklich schwer und ich werde mir auch noch ein bisschen nachbestellen. Aber Superpower ist halt ein richtig schönes, sattes Rot und ich finde, das passt erstens jetzt super in den Frühling und zweitens passt das ganz gut zu meinem grünen Oberteil. Und fertig, beziehungsweise fast. Der letzte Schritt, beziehungsweise für mich vorletzter Schritt, ist halt super wichtig, weil nachdem der Topcoat ausgehärtet ist, wenn man drauf fasst, fühlt sich das immer noch so ein bisschen klebrig an. Das soll natürlich nicht sein, weil was ganz wichtig ist, dass dann
ein frisches Cleaning Pad zum Einsatz kommt, mit dem man noch einmal über die Nägel geht und danach sind die überhaupt nicht mehr klebrig und das Ganze hält Bombe. Das machen wir jetzt einmal kurz drüber. Damit wird die sogenannte Schwitzschicht entfernt, heißt das Ganze. Und danach ja, klebt gar nichts mehr und ja, alles ist fest versiegelt und hält einfach richtig gut. Und dann seht ihr auch nochmal den Glanz. Ich meine, könnt ihr das erkennen, wie schön das glänzt? Also ich bin wirklich super happy damit. Den letzten Schritt, den ich noch mache, ist, dass ich dann nochmal mit dem Nagelöl über die Nagelhaut gehe. Und dann ist das Ganze auch fertig. Zum Entfernen braucht ihr dann die Soak-Offs. Die sehen so aus. Das sind so kleine Sachets und da sind ja mit Entferner getränkte Pads drin. Und das reißt ihr einfach auf und steckt euren Finger da rein, dann könnt ihr das so um den Finger drum wickeln, sodass das Pad dann natürlich auf dem Lack ist. Lasst das einwirken, 5 Minuten, ich mache manchmal ein bisschen länger noch und dann könnt ihr das ja auch hiermit dann ganz einfach entfernen. Das Ganze hält jetzt bei mir circa 2 Wochen auf den Nägeln und dann mache ich das ab und gönne meinen Nägeln 1-2 Tage Pause und dann werde ich die nächste Farbe austesten. Aber wie gesagt, es gibt einfach echt eine große Farbauswahl und ich werde auch noch mal ein bisschen stöbern und vielleicht auch noch mal ja, so ein paar andere Frühlings-Sommerfarben mir zulegen. Und wenn auch ihr Happy Glab testen möchtet, in der Infobox findet ihr einen Link. Und wenn ihr den Code HAPPYPIA-KATRINA eingebt, spart ihr 30% bei eurer Bestellung. Wie gesagt, ich habe jetzt für beide Hände ca. 30 Minuten gedauert. Ihr habt es gesehen, super unkompliziert in der Anwendung. Wenn ich das mache, höre ich dabei meistens Hörbuch oder ich habe jetzt gerade ein bisschen Keeping Up with the Kardashians geguckt. Also einfach wirklich Me-Time, Zeit für mich selber, in der ich mich um mich selber kümmere, um das äußerliche Wohl, aber auch einfach so ein bisschen im Kopf abschalten mit Hörbuch oder Serie. Eine Sache, die ich während des Urlaubs in Tunesien jetzt endlich mal gekauft habe, ist etwas, was ich schon sehr, sehr lange machen wollte, aber einfach nicht ging, weil wir nicht nach Tunesien reisen konnten. Und zwar, ich habe vor einigen Jahren für die Weihnachtsdeko mal so einen Ast aufgesammelt und den so ein bisschen aufbereitet und aufgehängt und habe da zur Weihnachtsdeko so ein paar Weihnachtskugeln dran gehängt und fand das aber so schön, das Ganze hängt über dem Fernseher, also diesen Ast fand ich so schön, dass ich den habe hängen lassen und hatte immer vor, mir etwas Bestimmtes dafür zu kaufen, was ich dann im Rest des Jahres daran hängen kann. Das ist das gute Stück, das immer dann im Rest des Jahres in der Weihnachtszeit ohne irgendwas so an der Wand hing. Und ja, ich habe jetzt endlich das gekauft, was ich dafür schon lange haben wollte. Und wir machen das jetzt einfach mal zusammen dran. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Und zwar das hier. Das sind so Anhänger aus Ton, Porzellan, die so bemalt sind. Ich habe jetzt so ein paar verschiedene besorgt. Und die hängen wir jetzt mal da dran und ich bin sehr neugierig, wie das dann aussehen wird und auch, ob es genug sind. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht, also Geschenk von meinem Sohn. Eine Blume. Wir gucken jetzt gleich einfach mal. Ich versuche das schön dekorativ zu machen. Ich meine, guck mal, wie hübsch das ist. Tada! Auf jeden Fall besser als vorher, ohne alles. Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas anderes finde, was dann so ein bisschen, um das Ganze aufzulockern, so dazwischen hängen kann. Aber so muss ich sagen, finde ich es wirklich sehr schön. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Es ist mittlerweile schon 2 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen heute, deswegen wird es allerhöchste Zeit. Problem an der Sache ist, dass wir echt nicht viel da haben, weil wir erst seit ein paar Tagen wieder zu Hause sind und es ist Ende des Monats und wir wollten jetzt keinen riesengroßen Einkauf mehr machen. Das machen wir dann Anfang nächster Woche, also am Montag. Außerdem haben wir den leeren Kühlschrank und auch die relativ leere Tiefkühltruhe dafür genutzt, das Ganze mal abzutauen, also hauptsächlich die Tiefkühltruhe und mal durch die einzelnen Schubladen zu wischen. Das war nämlich auch nötig, ist irgendwann mal irgendwas ausgelaufen, ich weiß es auch nicht und war halt ein bisschen dreckig und jetzt ist alles wieder schön sauber, aber halt immer noch nicht aufgefüllt. Deswegen, was ich jetzt essen werde, ist ein Porridge zum Mittagessen bzw. Schrägstrich Frühstück, weil ich einfach noch gar nichts heute gegessen habe. Und fürs Abendessen keine Ahnung.
muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr kennt mich ja vielleicht, ihr wisst, dass ich sonst immer groß vorplane, aber das habe ich jetzt die letzten Tage nicht gemacht. Ich habe eigentlich ja, ganz entgegen meiner sonstigen Philosophie ja, jeden Tag einzeln geguckt, haben wir noch irgendwas da, was wir verwenden können, oder muss ich eine Kleinigkeit kaufen für irgendwas, und ich muss mir mal Gedanken machen, was wir jetzt heute Abend essen. Ich weiß es noch nicht, aber jetzt erstmal ein Porridge. Ich habe riesengroßen Hunger. Mein nächstes Projekt für jetzt, was ansteht, guckt euch das mal an. Ja, also ich habe eine Grünlilie, die ihr auch immer mal wieder in meinen Videos seht. Und irgendwann fing da halt an, dass da so lange Dinger draus wuchsen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, das sind Ableger. Ich habe die abgeschnitten, in Wasser gestellt. Und jetzt, das ist ungefähr jetzt 4 Wochen her. 4 Wochen später sehen die so aus. Da haben sich ordentlich Wurzeln gebildet und die sind bereit, in Erde eingetopft zu werden. Und das werde ich jetzt machen. Ich war heute Morgen schon im Gartencenter und habe hier erstmal von diesen Töpfen was besorgt. Und ich habe ja hier kleine und große. Und die kleinen möchte ich hier in diese hier machen für meinen Schreibtisch. Und ich war auch noch kurz bei Kodi heute und habe den hier gekauft und finde den auch sehr hübsch. Ich finde, das passt auch sehr gut dazu. Und dann habe ich noch sämtliche andere Töpfe hier. Ich möchte auch Basilikumsamen einpflanzen und ich dachte, das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Weil ich sonst nicht so den Platz habe, machen wir das jetzt einfach mal auf dem Küchenfußboden. Ich wollte es eigentlich draußen auf dem Balkon machen, aber so warm ist es nicht. Sogar fast ein bisschen frisch. Und auf dem Wohnzimmerboden muss ich jetzt auch nicht unbedingt mit der Erde rumhantieren. Deswegen machen wir das jetzt. Ach so, habe ich auch noch nicht. Die 2 habe ich auch noch für was anderes vorgesehen. Brauche erst einmal alle meine Utensilien hier. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den beiden kleinen an. Welche wollte ich denn dafür nehmen? Ist jetzt nur schwierig, alles ins Bild zu kriegen, ne? Ihr seht mich nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Auch nicht so wirklich, ne? Ich schaffe das noch. Moment. Haben wir das auch geschafft? Das sind Büroklammern drin. Okay. Ich habe ja nie großen grünen Daumen gehabt. Aber ich habe aktuell den Wunsch, auch mal ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Pflanzen hier zu Hause zu haben. Und da kam das mit den Ablegern echt wie gerufen, dass ich das dann rausgefunden habe. Und wo ich nämlich auch mega stolz drauf war. Ich glaube, ich habe es auch im letzten Food-Haul-Video erzählt. Ich hatte im Supermarkt ein Basilikum gekauft und habe mich dann auch so ein bisschen darüber belesen, wie man das halt anstellt, dass das halt auch wirklich dann schön wächst, dieses Basilikum. Und habe das dann damit auch gemacht und es sah so toll aus, wirklich. Mir ging es richtig gut, diesen Basilikum. Und dann waren wir 2 Wochen im Urlaub. Und wie zu erwarten, ich habe es noch ordentlich gegossen und ich wollte eigentlich auch irgendwas noch bauen, um dass das irgendwie auch gewässert wird für die 2 Wochen. Aber das habe ich dann vergessen. Und ja, deswegen bin ich da sehr traurig drum, dass es dieses Basilikum nicht geschafft hat. Und dann haben wir jetzt gedacht, okay, wir probieren es einfach mal selbst auszusäen. Auf der Fensterbank in der Küche. Mal gucken, ob das was wird. Das will ich nämlich auch gleich noch machen. Und in unserer Basilikumpflanze ist auch noch etwas drin, das ich auch umtopfen möchte. Das zeige ich euch gleich. Ich glaube, ich muss gleich noch einen Sack Erde aus dem Keller holen. Es ist doch jetzt so erstmal ganz niedlich, oder? Bekommt natürlich gleich noch Wasser.
Ich habe jetzt so ein paar Grünlilien. Ja, guckt euch das mal an. Tja, wohin damit? Nobody knows. Die zwei hier bekommen noch einen Special-Topf. Der ist noch unterwegs. Ich habe welche bestellt und die hängt hier gerade irgendwie so ein bisschen. Muss ich mal gucken. Für den Rest muss ich nochmal Erde aus dem Keller holen. Also das ist besagtes vertrocknetes Basilikum. Aber seht ihr die zwei Dinger hier? Das sind tatsächlich gekeimte Dattelkerne oder müssten es sein. Meine Schwiegermutter hat die wohl da reingesteckt, als sie im November, Dezember bei uns war. Ich wusste das gar nicht und habe mich dann vor einigen Wochen gewundert, was hier auf einmal aus dem Basilikum rauswächst, das offensichtlich kein Basilikum ist. Aber nein, es sind dann wohl Dattelkerne, das heißt kleine Dattelpalmen, die hier wachsen. Und da sind nur die Spitzen so ein bisschen braun und ich hoffe, dass ich die retten kann. Also ich werde die jetzt versuchen, da rauszuholen und dann kommt das hier nämlich auch weg und dann mache ich hier nämlich auch neues Basilikum rein, neue Basilikumsamen und ein Päckchen Thymiansamen habe ich auch. So, aber erstmal kümmere ich mich hier darum, dass ich die vorsichtig da raushole und dann hier reinsetze und dann mal gucken, was ich dann dafür irgendwann für Übertöpfe besorge, wenn das denn überhaupt was gibt hier. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch. Da sind sie, die zwei. Bei einer war ich nicht vorsichtig genug und da ist mir der Dattelkern abgegangen, wobei ich aber auch nicht weiß, ob der jetzt noch gebraucht wird, weil Wurzeln hat es ja, also eine dicke Wurzel hat es ja gehabt. Keine Ahnung, ob das was gibt, ehrlich gesagt, und wie das dann aussieht. Ich weiß es nicht. Es hat aber definitiv einen Grund, warum man sowas eher draußen macht. Hier sieht es aus wie Sau. Ich habe gerade schon kurz ein bisschen den Küchenfußboden gefegt. Ich jag hier aber auch gleich nochmal den Staubsaugerroboter durch. Ich habe vor allem auch nicht mehr viel Zeit. Ich muss gleich los den Kleinen aus dem Kindergarten abholen. Vorher mache ich aber noch das Basilikum. Das ist der Topf. Da mache ich jetzt Erde rein. Dann habe ich hier die Basilikumsamen und da habe ich gelesen. Also Erde in den Topf, Erde feucht machen. Die Kerne da drauf legen, andrücken, nicht mit Erde bedecken und dann erstmal Frischhaltefolie darüber, dass wie so eine Art Gewächshaus-Effekt entsteht und dann keimen die nämlich wohl ganz gut und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Mal gucken, was da rumkommt. So. Du kommst. Der kommt dahin. Da stehen noch so ein paar andere Projekte. Ich habe versucht, ein bisschen was von dem Basilikum, was noch lebt, zu retten. Mal gucken, ob es keimt. Ja, ihr seht. Das war die Idee von meinem Sohn. Das wollte er ganz gerne machen. Und das auch. Frühlingszwiebeln. Ja, mal gucken. So. Hierhin vielleicht? Ja. Warum nicht? So, es ist 6:30. Wir haben gerade gegessen. Ich habe schon erzählt, dass wir die Tiefkühltruhe komplett leer geräumt haben und da war noch eine eingefrorene Soße aus Spinat und Avocado. Guten Tag. Wer ist denn da? Keiner. Kamera. Die war noch im Kühlschrank und deswegen haben wir die einfach mit Nudeln gemacht und sogar der Kleine hat das gegessen. Es ist immer ein Wunder, wenn er auch mal Nudeln mit Soße isst und nicht nur Nudeln ohne Soße. Ich bin irgendwie so richtig im Eimer. Auf einmal habe ich so ein richtiges Tief gehabt. Und ich bin sehr dankbar, weil ich ja jetzt eigentlich kaum gekocht habe.
dass die Küche einigermaßen ordentlich aussieht und ich hier jetzt nicht groß machen muss. Da steht das Essen abgedeckt und 6:30. Das heißt, ein bisschen ist jetzt gerade noch Spielzeit. Der Kleine hat eben noch auf dem Sofa gesessen und einen Kakao getrunken und dann ist es gleich Zeit für den Schlafanzug und dann ist ja auch Feierabend. Also bei mir läuft jetzt hier heute Abend nicht mehr viel. Ich bin so müde. Ich habe eben auch echt noch überlegt, mir noch einen Kaffee zu machen. Es wird ein kurzer Abend heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Vlog. Nicht vergessen, Happy Glam Code Happy Pia Katrina. 30% könnt ihr bei eurer Bestellung sparen. Alles steht nochmal in der Infobox. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Dienstag, jetzt muss ich überlegen, nächste Woche Dienstag wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich werde gerufen und bis dann. Tschüss.